Banditen. Ich sag dir, das sind alles Banditen. Mark, die Regierung ist schon gut. Du könntest es auch nicht besser. Das will ich sehen. Ich habe viele Ideen, wie es uns viel besser gehen könnte. Wenn da auch noch ein Kaffeele oder ein Kürkle, Kinder, ihr. Also, Yvonne, nochmal zurückkommen, ja? Beim Stricken nehme ich den Faden zwischen kleinen Finger und Ringfinger. Dann zwischen Ringfinger und Mittelfinger vorbei und dann nur einmal über den Zeigefinger. Du, dann geht es viel besser. Das ist aber lustig. Aber sag mal, was erzählt ich mache das immer mit der anderen Hand. Weißt du warum? Da geht es aber richtig ab. Oh, mein Schön. Manu, mir ist so langweilig. Mir auch. Und dann lassen sie nicht das Handy einschalten. Ich sollte unbedingt meinen Status auf Instagram updaten. Ja, Viva, alles im Instagram. Ich habe viel Wichtigeres. Heute ist nämlich ein Multiplayer-Turnier von Fortnite. Schatz, jetzt glaubt es halt mal. Spiele programmieren ist viel lustiger als zum Spielen. Aber man darf ja nichts tun, was am Spaß macht, sondern muss da hocken und zuhören. Ja, ein Status kannst du ihnen schreiben, Brilli, wenn ich schläft. Ha, Brilli ist gut, Brilli, Benny. Brilli, wenn ich... Ja, ja, Kinder, halt nur euren Spaß. Aber möchten da jetzt nicht doch nochmal ein Kaffeele oder ein Kürkle? Brilli, du! Mein Benny, Mann, natürlich. Ihr könnt mich gern haben. Ich will heim zu meinem Computer.
zu meinem Computer. Allert fällt das Männle von der Wand. Mei, mit Quintilius Männle, hast auch keinen guten Stand mehr. Du, Tante Severina, wie war eigentlich der Onkel Quintilius? Der Großonkel? Mordle, vom Opa am Bruder. Das ist das falsche Lied. Er stand da, ohne Orientierung, schaute Hilfe suchen, mitten im Regen. Oder schien da nicht die Sonne? Sei's drum. Er war ein großer Wissenschaftler, ein bisschen auch verrückter. Er forschte die Chinesen. Nein, ich glaubte Ägypten. Kinder, das ist halt schon so lang her, da kann man sich nicht mehr so genau daran erinnern. Junger Mann, kann ich Ihnen helfen? Sie sehen gar sehr suchend rein. Was meinen Sie, dass wir uns setzen? Sie möchten mir was Tolles zeigen. Er sieht mich an mit braunen Augen, erklärt mir dies und eben das. Ich bin verliebt, schmeckt süße Trauben. Ich küsse ihn. Er wird ganz blass. Er war liebenswert und so tüchtig, war nach mir und Büchern süchtig, war von altem Kram sehr verzückt und ein wenig auch verrückt. Er habe seine Schraublocker seit der Wirbel aufgenäht, sagte Nachbarn und manche Doktor, für mich mein Mann, von früh bis spät. Es war so schön, mit ihm zu tanzen. Ich drehte ihn, er drehte mich. Für mich war er der Mann im Ganzen, nur die Statur war jämmerlich. Er war liebenswert und so tüchtig, war nach mir und Büchern süchtig, war von altem Kram sehr verzückt und ein wenig auch verrückt. Der Professor Quintilius Aesculapius, das war so einer, das kann ich euch sagen. Ja, soll ich euch noch ein clevers vor Ehren erzählen? Na, der Xan hat mir schon gelangt. Oh ja, gern. Na komm,
Statuen mit mächtiger Götter und kräftiger Körper und der Köpf von Tieren getarnt. Kuhkopf mit Sonnenscheibe, Krokodilkopf oder als Falke. Als erstes haben sie aber Katze gekriegt. Und wenn jemand gestorben ist, haben sie sie als Mumie eingewickelt. Ja, damit sie im Jenseits weiterlernen können. Alt-Ägypten ist so cool, da habe ich ganz viele Bücher da waren. Ja, er hat aber auch herausgefunden, dass die Zeichnungen für deine Bücher echt waren und dass die echt gelebt hat in Ägypten. Menschen mit Tierköpfen. So ein Spinner. Menschen mit Tierköpfen. Ja, dort hat er mir das trainiert, Mann. Aber dann einmal ist er heimgekommen. Und fröhlich. Er hat so etwas in der Hand drin, so ein Dings. Ein Sphinx. Ja, ein Sphinx. Was nicht. Ja, was denn bitte? Er hat ein Ding hier angeschleppt. Das war so richtig groß und schwer. Er hat's an der Wand hier angeätzt. Der Putz ist los, es stört mich sehr. Seht her, der Putz ist los. Die Wand ist hin. Jetzt mach's nicht so spannend, nun komm doch zur Sache. Sie war im Weg von Anfang an. Er stieg es kaum herauf. Es schien nichts Nützliches daran, nur sitzt der Staub mit Flusen drauf. Denk nur, der Staub, der sitzt in dicken Flusen drauf. Mach's nicht so spannend, nun komm doch zur Sache. Sie war rechts so schräg und richtig besehen, war sie das auch links. Sie war schief und von vorn gesehen, auch dieses komische Dings. Das ist es, wir haben's, wir sehen sie solide. Das ist es, na klar, eine Bühne. Eine Statue. Schweinsheilbahn! Sie war oben so spitzig und seitlich die Kanten zerschaut. Sie war richtig stattlich, enorm Raumbedarf. Das ist es, wir haben's, wir sehen sie solide. Das ist es, na klar, eine Pyramide. Ein Obelis! Sag doch mal was. Ich hab doch gewollt, das ist eine Nähmaschine. Wir haben sie solide. Das ist es, na klar, eine Pyramide. Das ist es, wir haben sie solide. Das ist es, na klar, eine Pyramide. Jetzt stell dich mal. Ein Meldungsraum, ein Dosenöffner. Eine Goldkette, ein Spiegelhalter. Eine Hülle, ein Klorollenhalter. Eine Pyramide. Ja, eine Pyramide war. Ich hab one-to-one elektrische Zahnbürste. Eine Pyramide hat mit Quintilius-Männle heimgebracht. Wo ich gerade am Kochen bin. Er ist dann in sein Arbeitszimmer gegangen. Auf einmal hat's gedetscht auf dem Blatt, dass mir fast der Kopf aus der Hand gefallen ist. Da war so ein Herzlicht unter der Tür. Ich bin angegangen, griff an den Türschnaller, zack, mach auf. Und was hier ich da? Nix, leer, niemand da. Ja, der wird Er halt hat sich, nein, ich glaub, der hat sich in Luft aufgelöst. Der wird halt das Fenster abgehauen sie. Ach was? Da, Herr Stenker. Da, Entschuldigung. Da ist kein Fenster in der Büro. Oh. Ja. Da ist die Pyramide gestanden, mit einer aufgeklatschten Türe und einer Statue von einem Gott mit Hundekopf. Soll ich euch was sagen? Solange die Quintilius-Männle ins Oben fort ist, über 10 Jahre, weiß ich genau, dass er noch lebt.
Corona-Kaffee. Aber täglich. Ich sag's nochmal, in aller Deutlichkeit. Die Politiker sind alles Banditen. Mark, dass du das nicht einsehen kannst, das kann man doch nicht immer so extrem sein. Helga, ich muss dir was erzählen. Weißt du was, du warst schon einstreng. Immer mit der Hand, oder? Ja. Aber, sag ich was mir Geheimnis ist. Beim Höckner mach ich es genau gleich. Na, ist nicht wahr. Ja, du, das ist aber jetzt lustig. Jetzt haben wir wieder so einen Spaß beim Stricken. Mal, so viel Spaß haben wir schon lange übergeben. Na, ist das langweilig? Die reden alle über das Gleiche. Politik, bla, Stricker, bla. Was halt denn alles an? Lass uns echt nur was fallen. Mein Liederle, mach dir bloß nicht den Schwindler. Hör du, ich bin kein Ärger. Schon mal, was das hier dick ist, das hat doch solche Löcher. Das ist sicher ein Thermometer. So, Hand euch, dass ihr mal ja nichts kaputt macht, gell? Und Tante Severina, was ist das? Was, das kennst du nicht? Das ist ein Telefon. Ha, ein Handy mit Schnur, das was nicht klauen kann. Ja, dann sag mal, Wunder. Aber wo ist das Play? Ich bin am Fernsehen oder Kuckerbacke. Ich hab's drauf. Starten's Instagram. Ich muss schauen, was meine Freunde da machen. Okay, Google. Alexa. Siri. Tante Severina. Ja, Wie schaltet man das ein? du bist ein Trömsle. Also, komm her. Aufpassen, gell, ist voll schwer. Abheber. Wähler. Räder. Ja, telefonieren halt. Mein, was anderes tun wir da damit nicht. Oh Gott. Ja, dann telefonieren wir halt. Komm, Brilli, wenn ich fange. Du bist gut, Jasmin. Welche Nummer soll ich wählen? Da ist eine Nummer drauf. 1, 4, 2. Ja, dann los geht's. Jessica, du redest. Was ist denn das gewesen? Was war das? Das war bloß ein Stromschwank. Nix Magisches. Lol, ja, dann auf ein neues. Na los, das ist wirklich nicht normal. Ich hab Angst. Lina, jetzt glaub ich's denn. Hast du Angst vor Börster, die es gerne gibt? Also, ich war Blödsinn. Also, Jololina, immer cool bleiben oder du gehst nicht ohne und tust ein kleines Nasenbohrer. Wir haben da nämlich unseren Spaß. Nobis wat dem Punkt. Nobis ist das Ende. Nennet den Anfang, oder ihr seid verloren. Das ist schon mal nicht gut gegangen. Ihr habt doch aufgelegt! Nobis ank geritor. Nobis wat dem Punkt. Nobis ist das Ende. Nennet den Anfang, oder ihr seid verloren. Schon mal, da ist eine Statue drin. Weiß jemand, wer das ist? Das ist der Gott des Totenkunst. Der heißt Anubis. Und was hat der erzählt? Nubis ist das Ende? Und Anubis das Ganze.
Marsch. Komponial. Komponial, komm. Aha. Oh. Ja, was ist denn das? Ja, wen haben wir denn da? So, widerwillig. Ausweise nennen und Namen vorweisen. Namen vorweisen und Ausweise nennen. Namen nennen und Ausweise vorweisen. So, jetzt haben wir es. Also, das ist jetzt. Was ist jetzt? Also, ich bin Jessica. Pass habe ich nicht dabei, aber mein Handy zum Selfie machen, sonst glaubt man das eh keiner. Wow, was ist denn mit meinem iPhone los? Feststellen, festnehmen und Führerhaben abführen. Na, wir haben doch nichts da. Was soll er lernen vor unserem Tor? Wollt ihr wohl auseinandergehen? Diese Fabrik ist doch kein Tollhaus. Das ist aus Les Miserables. Oh! Nun denn, was ist denn Der Pharao, dem Leben heil und Gesundheit zuteil werden möge, möchte wissen, was hier los ist. Ja, so ist es. Tag den Tod, mein Berater. Außerdem Möchte er wissen, wer ihr überhaupt seid. Also, raus mit der Rache. Raus mit der Sprache. Ich bin Jessica aus Vorarlberg, aber sonst... Kinder, ihr müsst euch doch erst tief verbeugen. Wisst ihr denn nicht, wer vor euch steht? Nein! Wollt ihr wissen, wer ich bin? Dann seht mich an. Seht ganz. Genau ich. Bin der Pharao, der König am Nil, bin nicht nur reich, ich nasche auch viel, weil ich bin Pharao, bin nicht oben ohne, der von ganz Ägypten tragt nur die Krone. Denkt nur Erdenkrone. Von Geburt an ist er größer, als man es vorstellen kann. Er ist der reichste und der kleinste, ist Ägyptens schönster Mann. Ich bin die Glückliche zur Seite, ihr kommt hoch ganz genau. Von 15 Frauen auf die erste, Nummer 1 die Top-Hauptfrau. Ich bin der Pharao, der König am Nil, ich bin nicht nur reich, ich nasche auch viel, weil ich bin Pharao, bin nicht oben ohne, denn von ganz Ägypten tragt nur die Krone. Er fährt die schnellste Kutsche, der größte Schutz der Welt. Und was immer er nur möchte, kauft er sich mit seinem Geld. Er hat mir leider noch als Kleider, dieser Sohn von Echnaton, und der Ehrlichkeit geschuldet, bin ich auch einer davon. Ich bin der Pharao, der König am Nil, ich bin nicht nur reich, ich nasche auch viel, weil ich bin Pharao, bin nicht oben ohne, denn von ganz Ägypten tragt nur die Krone. Und jetzt alle! Ich bin der Pharao! Ich bin der Pharao! Ich bin der Pharao! Die Armee einfach, das Leben außen nicht. Hat 3 Dutzend und 4 Kinder, schlafen alle in seinem Bett. Er ist ein Gott, zu dem wir beten, lebt nach dem Tod wohl alle Zeit. Und wenn ihr mit mir tauschen wollt, welchen
blaues, aber gefährliches Bürschlein. Und schaust die Habanen? Schaut, was die anhaben. Die sind nett, oder? Lustig, hell, nur platziert. Kleine Leute heißt es. Na, fällt euch nicht auf, dass sie dieselbe Kleidung anhaben wie die alte Spinner im GG? Im GG. Na, im Gefängnis halt. Was gibt es hier blöd zu schauen in die Luft? Na, Tutti, sag schon, was ist los hier? Na, Neva Olga, sag halt nicht Tutti zu mir, halt nicht vor den Leuten. Da bin ich immer noch Pharao tut an Schmorhuhn. Nomen ist Dromen, sagen die. Ist schon gut, tut kein Schmorhuhn, dem Leben Heil und viel Gesundheit. Ich, als deine Hauptfrau, will wissen, was ist los hier? Eva, hör mal, die Hauptfrau bin ich. Niet! Bin ich weitgereiste Frau von Pharao? Bin ich Russlandprinzessin? Tochter von sagenhaftem König Putin? Also ich bin Hauptfrau. Toschka, was heißt Bock? Außerdem Musik bitte. Technik? Richtige Musik bitte, sonst komme ich rauf und drücke Knopf selber. Trägt auch Ländenschutz aus Gold, kann haben 100 Frauen und bezahlen vieles Sold. Ist er doch nicht allmächtig, auch wenn er hält für Gott sich, hat der Frau die diktiert und diese Frau die begeben. Wie der Pharao, der König an denen bin nicht bereit, ich lösche und fliege wie Pharao, bin nicht ohne den Bock. Ganze Ägypten trage ich heimlich die Krone. Das weiß er nicht. Die Staatsgeschäfte leitet heilig. Eine Frau ist lang. Ich Esel han 15. Aber dir da, das ist mit Abstand die schlimmste. Ist schon gut, tut kein Schmorhuhn, dem Leben heil und was weiß ich. Sag mir, was ist los hier? Die Studenten haben das gleiche Häuser wie der alte im Gefängnis. Hol! Los, holt Alten aus Gefängnis, dabei. Bin vor Schuld. Bin schon vor. Amasch. Olga Täubchen, sei halt nicht so streng. Da schau, setz dich her zu doof und mir. Hab ich solide Füße, bleib ich stehen. Jetzt kommen schon. Der Pharao, im Leben heil und gesund, heil werden möge, wartet. Langsam. Ich muss erst ein Differentialquotient aus der 4. Wurzel von der Hypotenuse. Sie und Ihre Düftereien, Sie werden staunen. Es sind Kinder der Wurst und Sie. Was, Kinder, wo schon nie? So, ja. Jetzt habe ich die Hypotenuse von der 5. Wurzel. Von der 5. Wurzel aus dem Sinus. Jetzt habe ich es. So. Da ist er, der Professor Pythius. Nee, Frau Olga, lass jetzt bitte endlich mal den Pharao tut entmorgen, dem Leben Heil und Gesundheit zuteil werden möge, endlich zu Wort kommen. Ja gut, bin ich halt leise wie russische Tiger. Oh, danke. Gut so, starb dem Tod meine linke Hand. Fremde, ihr seid ja eigenartig gekleidet, ja völlig unpassend. Und unpraktisch. Wer wickelt sich denn so
die lieben Menschen, die frei heraus sagen, was sie denken. Vorausgesetzt, sie denken dasselbe wie wir. Das ist von Mark Twain. Oh, nur Herr Pharao, dem Leben heißt es entscheiden werden müssen. Ich weiß auch nicht, wie wir hergekommen sind. Da war ein Statue. In einer etwa so großen Pyramide. Oh. Von einem Gott. Von welchem Gott? Anubis. Anubis? Oh, wie eine Pyramide mit der Anubis-Statue? Oh, die Gottheit des Impotens. Großonkel? Quintilius? Cool, hattet ihr jetzt gerne das Selfie machen? Ja, kennen wir uns? Wir sind die Großneffen und Großnichten. Ja, was? Ja, wir, ja, sowas. Ja. Fremde, es sieht so aus, als gehört ihr zusammen. Scheint so. Ist der Pharao Tutanchamun, dem Leben Heil und Gesundheit zuteil werden möge. Es schaut so aus, als ob meine Großnichten und Großneffen kommen sind, um mich heimzuholen. Oh, ja, das freut mich. Es ist nirgends schöner als daheim, auch wenn es daheim ein Saustall ist, sagen die Schwaben. Der eine hat ein schönes daheim und der andere traut sich nicht daheim. Sagen die Verheirateten. Also, Herr Hauptmann. Nein, ist das lieb, wenn sich die Verwandtschaft so kümmert. Ja, ja. Und deshalb verstehe ich auch nicht, weshalb der alte Mann überhaupt noch gefangen sein soll. Er soll frei sein und mit seinem Stamme abziehen. Hat schon der Ramses zu Mose gesagt. Juhu! Bravo! Ja, das höre ich gern gleich nochmal. Du musst was machen. Mach was. Moment, so einfach geht das nicht. Vergesst nicht die Prophezeiung des Imhotep. Amenophis der Vierte. Ramses der Zweite. Diosa suche ich. Diosa. Nofretete. Ohne. Diosa, ich hab's. Zur Zeit des großen Königs Diosa, Herrscher über Ober- und Unterägypten. Er stottert ja gar nicht. Ich stottere nie, wenn ich lese. Ereignete sich folgende Geschichte, die uns Imhotep, der große Gelehrte und Arzt des Pharaos, berichtet. Am Ende der Reichsteilung und zu Beginn der dritten Dynastie herrschte eine große Hungersnot. Ah ja! 2700 vor Christus noch, das nicht, weil sich die Schwestern und Brüder Ägyptens gegenseitig bekämpft haben, wurde ein großer Fluch über das Land gelegt. Der Fluch lautet: Dereinst wird ein Pharao auf dem Thron sitzen. Fremde werden kommen, ein Alter und 4 Kinder. Sie werden sich auf die Suche nach einem Schatz machen, größer als alles Gold und Gestein ganz Ägyptens. Diesen Schatz werden sie vor den Pharao legen. Wird der Pharao den Schatz erkennen, wird er der größte Pharao aller Zeiten werden. Wird er ihn aber nicht erkennen, wird er gemeinsam mit den Fremden sterben. Und der Thron wird an seinen Visier übergehen. Der Visier will
Bin ich? Imhotep, der große Gelehrte, beschreibt den Schatz und wie er gefunden werden kann als Hetep Sechemui liebt Narit nicht. Ja, das steht hier. Hetep Sechemui liebt Narit nicht. Und Sethus was hier. Sethus was hier? Ja, wieso steht da nicht Milch? Da hat jemand was drüber. Ah, da hat jemand was darüber gemeißelt. Was machen wir denn nun? Ganz einfach. Entweder die Kinder finden große Schatz, oder aber hat Herr Gott, meine heimliche Liebhaber, wird größter Pharao und ich werde größte Pharaoin. Und du dich? Ja. Ihr alle! Ha! Ich glaube, ich höre nicht richtig. Miststück! Sie ist und bleibt ein russischer Trampel. Selbst wenn ich tot bin, sehe ich noch besser aus als die. Also, Kinder, auf, holt mir diesen Schatz. Aber ich wüsste nicht, wo ich suchen sollte. Ja, die Inschrift von Imhotep, die ist zerstört. Da kann man gar nichts mehr lesen. Dann müssen wir sterben. Ich will haben. Gibt's nicht noch irgendwo so eine Inschrift? Na, der Obelisk von Imhotep, der ist einzigartig, den gibt's nur einmal. Dann müssen wir wirklich sterben. Ich will auch heim. Wo ist denn das? Ihr könnt immer Depp selber fragen. Ja, genau. Ja, und wir? Ja, der Imhotep ist nicht tot. Er liegt nur seit hunderten Jahren in seinem Grab. Er schlaft. Mit dem richtigen Mittel kann man einen Ruf wecken. Was ist das richtige Mittel? Das wissen wir nicht. Niemand weiß das. Sonst hätten wir ihn schon lange wieder aufgeweckt, ihr Dummerne. Aber ich bin mir sicher, dass ihr das herausfinden werdet. Hauptmann, auf! Führe die Fremden nach Sakkara zum Grab des Imhotep. Halt! Da fällt mir ein. Über das Grab von Imhotep habe ich auch mal Nachforschung angestellt. Und da hat der Biniante geschrieben, da schau mal, da hat er geschrieben, und das hilft uns sicher weiter, kommst du zum Grab und siehst du die Sonne nicht, so hol sie herein. Oh, ja, jetzt hab ich's. Die sechste Wurzel aus der Hypotenuse, Ja, genau. Jetzt hab ich's. Also denn, keine Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren. Abmarsch. So, da gehen Sie. Auf Wiedersehen, Kinder. Viel Erfolg. Bringt mir den Schatz. Ja, bitte, bitte. Alter, das ist abartig uncool. Ja, wo kommst du eigentlich her? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube aus der Zukunft. Aus der Zukunft? Also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist... Boah. Übrigens, ich bin die Asenath. Asenath? Das ist aber ein komischer Name. Ich heiße Justin.
Und irgendwann bin ich mal Pharaonin von Ägypten. Aber die andere Frau, die Eva Olga, will unbedingt, dass sie Hauptfrau ist und ihre Tochter Pharaonin wird. Du bist eine richtige Prinzessin. Mann, das fetzt. Also, ich verstand kein Wort. Jedenfalls ist sie darum immer böse zu mir und am liebsten stellt sie mich einsperren oder wegjagen lassen. Und darum verstecke ich mich halt, wenn ich sie sehe. Immer nur verstecken ist aber auch keine Lösung, das immer noch, oder? Ja, einfach Gamma. Ha? Was ist? Ja, wir können sie einer Freundin helfen. Ah, stimmt. Da bin ich easy dabei. Ohne uns geht nix. Check, Alter. Was? Check, Alter. Schlag ihn. Übrigens, ich bin kein Alter, sondern ein Junge. Sieh doch, Alter. Ich glaub, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so mitgelaufen. Was gäbe ich drum, zum jetzt auf die Couch liegen und der Fernseher schalten? Du musst jammern. Schau mal meinen großen Zeh an. Da ist schon Nagellack abgegangen. Schon wie das ist. Hoi, schon einmal. Ich brenne mal, dass ich Zehennägel habe. Das ist der Hit. Das muss ich gleich meiner Frau erzählen. Wie wär's, wenn ihr zwei eure Beauty-Tipps ein anderes Mal austauschen würdet? Herr Hauptmann, nach Ihnen. Was? Ich soll da rein? Nie im Lehrer. Ich muss mir Hose aufpassen. Ich muss da Hose aufpassen. Ich auch. Ich habe auch Schiss. Na, verredet, ich muss aufpassen. Also Kinder, rein ins Vergnügen. Den Schaffer! Okay, cool. Eine richtige Gruft. Aber ich fürchte, wir haben's falsch, ja. Was dabei was ist bei den Ägypter? Wieder wurscht. Jessica, massiert jeder den Dunklen. Zum Glück. Wir brauchen ein Licht. Wir müssen ja da immer finden. Und ja, für niemand kann's. Kommst du zum Grab und siehst die Sonne nicht, so hol sie herein. Kommst du zum Grab und siehst die Sonne nicht, so hol sie herein. Kommst du zum Grab und siehst die Sonne nicht, so hol sie herein. Okay. Jetzt chillen wir mal alle ganz cool unsere Base. Aber mal ehrlich, was dir anhört, das geht ja gar nicht. Das sind Mumien. Mumien sind so. Ich wicklat in Stoff. Wer's gebucht. Jetzt, bitte mal Winter, ich werd wieder raus. Ein alter Mann ist noch kein D-Zug. Aber vielleicht hilft dir das Buch weiter. Da steht, erwecke sie, erwecke ihn, sei nett, adrett, erzürne nicht, jetzt macht er hin. Wo macht er hin? Da ins Eck. Mann, du checkst schon gar nichts. Er macht uns hin. Oh, was macht man jetzt?
Bedingung akzeptiert. Was wollt ihr? Wir müssen immer wechseln. Wir müssen noch dem Schatz des Pharao fragen. Vielleicht habt ihr Imhotep schon aufgeweckt. Beantwortet mir meine Frage. So wird er euch helfen. Aber seid vorsichtig. Die erste Antwort ist nicht immer die richtige. Seid ihr bereit? Ja. Nun denn, wenn du bei 3 Äpfeln 2 wegnimmst, wie viele hast du dann? Das ist einfach, weil 3 weniger 2 ist 1. Na, das ist zu einfach. Er hat gesagt, die erste Antwort ist nicht immer die richtige. Wenn da 3 Äpfel sind und du nimmst dir 2, wie viel hast du denn? 2! Genau, die 2, die du weggetan hast. Bravo, bravo! Weiter so. Manchmal haben schwierige Fragen einfache Antworten. Was passiert mit einem Stein, der ins Rote Meer geworfen wird? Das Rote Meer, das ist salzhaltig. Vielleicht kriegt er ja andere Farbe. Rot vielleicht? Na, einfach wäre, dass alles, was man ins Wasser wirft, nicht trocken bleibt. Er wird nass! Wieder korrekt. Nächste Frage. Erkenne den Anfang. Was muss man tun, bevor man aus einer Kutsche aussteigen kann? Logisch. Alter, das ist der Anfang. Das ist nicht der Anfang. Der Anfang, dass man aus einer Kutsche aussteigen kann, ist doch, dass man davor Einsteiger ist. Oh, richtige Profis. Betrachte die Fragen von allen Seiten. Was ist klein, fliegt durch die Luft und macht dabei Mus, Mus, Mus. Das ist schwer. Was macht ein Mus, Mus, Mus? Ich kenn kein solches Viech. Ja, das ist jetzt noch so easy cheesy. Aber was meint ihr, dass man vor allem das Sitter anschauen soll? Rückwärts vielleicht? Das wäre dann ja Summ, Summ, Summ. Amine! Ja, aber was ist klein? Fliegt rückwärts durch die Luft. Abbiegen im Rückwärtsgang. Wow, ihr seid ja richtig schlau. Und nun das letzte Rätsel. Was ist bei der Katze klein und bei der Ameise groß? Die Ohren? Gott noch? Der Glas? Die Kraft, oder? Was ist eure Antwort? Die Zeit läuft. 5, Das 4, Ja, das A schreibt man bei der Katze klein und bei der Ameise groß. Weil die Ameise Drei. A fängt und die Katze nicht. 2. Was ist denn das da für ein Lärm? Oh, das Katzenviech. Das Katzenviech. Schau, das Rückkommst da. Gang weg da. Meine Güte. Bin ich müde. Ich glaube, ich brauche einen Kaffee. Oh, Mensch, Katz, gang weg jetzt. Weg, weg, weg. Mei. Oh, meine Füße. Ich hab so saukalte Füße. Ich sind immer so gern geschlafen. Oh. So, warum habt ihr mich weg? Ich will für euch hoffen, dass ihr ein guter Krücke kann zum Aufwecker. Wir suchen da. Halt! Nicht weiter.
Zuerst eine Kontrolle. Mund auf. Meine Güte, alles voller Karies. Hast du noch nie was vom Zähneputzer gehört? Besser deine Zähneputzer. Hm? Ja. Wir haben es echt eilig. So. Eilig. Ja, Moment mal her. Aha. Scheint Gattung Mensch zu sein. Und dann noch so ein komisches Häs da mit Löchern drin. Was haben wir denn für einen Mond? 2 Tage vor Vollmond. 2 Tage vor Vollmond, ja mei. Eure Sterndeuterin kennt sich scheint's aus, ha? 2 Tage vor Vollmond. So. Du musst mal gleich mal kontrollieren. 45 Grad. Oh! Ja, wir haben ja Frühling. Wir sind ja Mitte im April. Du meine Güte, dann habe ich ja 2 und 7, 3. Dann habe ich 1254 Jahre geschlafen. Ja, da wundert es mich nicht, dass ich so saukalte Füße habe. Könnt ihr mir bitte... Ah ja. Erzählen. Wo brennt der Hut? Nein, lass mich raten. Es brennt im Gedärm. Ha? Was, Fall? Ha? Ja, dann so brennen. Oh, nicht. Ja, dann, da bleibt ja nur noch eins übrig. Ja, meine Güte. Ihr habt Liebeskummer. Oh, nicht? Ja, dann weiß ich auch nicht bitte. Wir suchen der Schatz des Pharao. Oh. Ich sah einst vor 1000 Jahren im Traume Magier herfahren. Es waren 2, nein 3 oder 4. Die Haut so weiß wie Klopapier. Ein Alter war dabei, ganz greise. Sie meinten alle, er sei weise. Und all gemeinsam suchten sie mit Tapferkeit und Energie der Schatz des Pharao, so groß und prächtig, der Schatz des Pharao, so rein und mächtig, was er aber ist, das weiß keiner, nicht mal einer, nein, wirklich keiner. Was er aber ist nicht geheuer, groß, klein, billig oder teuer. Ja, oder? Ja, Moment mal, die 5 Magier, wir sind ja gerne wir, wir sind ja nur zu 4. Naja, eigentlich sind wir ja zu 5, aber der Justin, der ist verschwunden. Justin! So was man doch nicht. Wie heißt du dir? Jessica, Nina, Vitilius. Lilly, Benjamin. Oh! Was für komische Namen! Ja, total exotische Namen für Magier. Der muss gerade reden. Was ist Imhotep? Was ist? Könnten Sie uns helfen? Imhotep kann alles. Und das immer. Ein ganz spezieller Fall, aber nicht gerade besonders gut. Ich sage euch nur das eine. Macht euch auf dem Flusse zu. Die Magier alleine. Wenn ihr da
ran an Katarakt. Prägt euch ein, das eine, sieh nicht links und sieh nicht rechts, dreh dich niemals um, sei ja stark und halt dich dran und sei ja nicht dumm. Der Schatz des Pharao, so groß und prächtig, der Schatz des Pharao, so rein und mächtig, was er aber ist, das weiß keiner, nicht mal einer, nein, wirklich keiner. Was er aber ist nicht geheuer, groß, klein, billig oder teuer. Geht zum Ort, an dem die Isis, unseren großen Gott Anubis, bat zu holen den Osiris aus dem Totenreich Abyssis. Und der Schatz ist zu erreichen, wenn ihr drückt unter den weichen Fittichen des Gottes Horus einen Ring genannt Auchtorus. Der Schatz des Pharao, so groß und prächtig, der Schatz des Pharao, so rein und mächtig, was er aber ist, das weiß keiner, nicht mal einer, nein, wirklich keiner, was er aber ist nicht geheuer, groß. Wunderschöne Frau für Osiris und Horus war ihr Sohn. Aber dann ist der Osiris gestorben. Und dann war Isis so traurig, dass sie der Anubis gefragt hat, ob er der Osiris wieder lebendig machen kann. Und das war im Tempel von Philae. Das muss man ahnen. Oh, eure Magierin. Oh, die ist ja meiner würdig. Ich nenne sie von heute an nur noch Emotefine. So, nun also, macht euch auf den Weg. Auf zum Tempel von Philae. Ich würde ja wahnsinnig gern mitgehen, aber ich muss, also ihr müsst das schon ganz alleine nicht machen. Aber Achtung, ich habe noch was für euch. Einen Augenblick. So, bitte sehr. Magische Kräuter? Kann man fliegen, wenn man die kauft? Na. Es ist ein Fencheltee, falls ihr auf eurer Reise Duchen und Durchfall kriegen, ja? Ja. Also denn, bye, tschüss, macht's gut, macht's noch bei uns. Schatz des Pharao, so groß und prächtig, der Schatz des Pharao, so rein und mächtig, was er aber ist, das weiß keiner, nicht mal einer, nein, wirklich keiner, was er aber ist, was er aber ist, was er aber ist. Der Schatz ist
zu finden, großer Schatz. Und Sie haben es geschafft, Imhotep zu erwecken. Er ist nicht mehr in seiner Gruft. Wahrscheinlich, er hat ihnen gegeben zu fahren, der Tipp zu fahren auf Nil mit Boot. Was können wir tun? Das darf nicht passieren. Der Pharao wird uns ins Gefängnis stecken, wenn die Kinder ihm helfen. Ja, und dann geht uns schlecht. Was können wir tun? Wir müssen sie, Eli, um die Ecke bringen. Du meinst, wir müssen sie machen einen Kopf kürzer? Ja, das ist... aber nur wie? Mit einem Krokodil. Ich habe zufällig dressierte Krokodil. Kroko! Kommst du, Kroko? Oh, ist so brave Kroko. Ich zeige dir mal. Kroko, schau, suchst du? Wow! Sensationell! Warum du bellst wie Hund? Ich belle nicht, ich stottere. Brave Kroko, bellt auch wie Hund, hält sich für dressiertes Hundvieh. Brave Kroko, bist du brave. So, jetzt du hörst mir gut zu. Schwimmst du in diese Richtung und wenn du siehst große Boot mit 3 Kindern, du frisst alle auf mit Haut und Haar. Hast du verstanden? So, dann los! Schwimm! Ja, gut schwimmen! Verstehst du, Sanna? Die hat ein dressiertes Krokodil auf meine Lüt gehetzt. Ja, dann müssen wir unbedingt was tun. Aber was? Wird uns schon etwas einfallen. Der könnte nützlich sein. Ah, Tempel von Filet, die Richtung. Schön
machen gehen, Hand in Hand, sie gehen unter uns drüber, heran uns hinüber, erst still und dann munter, auf, runter, runter. Dann macht es Gott, wie gut, bist du Stone oder was? Willst du Lebensgötter sehen? Willst du sehen, wie sie gehen? Lies die Schrift hier Zeit für Zeile, lies sie laut und ohne Freude, bis den Sinn des Lebens finden, bis die Schnur des Lebens runter, lies die Schrift hier zu Ende und es nimmt dich starke Wände. Dann macht es was ist denn so? Mach mir an! Dann macht es und die Wachen gehen Hand in Hand, sie gehen unter uns drüber, heran und hinüber, erst still und dann munter, auf und herunter. Dann macht es hallo? Traust du nun der Angst dich stellen? Der Schatten dich vielleicht quälen? Denn die Schrift ist gelesen, es sind geschaffen neue Wesen. Trotzdem wieder gut? Ja, ihr schon, aber schon mal hinter euch. Tschüss! Hey, Digga! Wir sind Ehrenmänner! Immer cool bleiben auf den billigen Plätzen! Will der uns? Was will der uns? Was muss der uns wohl sagen? Es Glück und wir waren wach durch den Spruch, den sie da sprach. Doch weil ihr Menschen seid, o Not, droht euch deshalb nun der Tod. Und wir waren wach und wir waren wach durch den Spruch, den sie da sprach. Es macht den Glück und wir waren wach durch den Spruch, den sie da sprach. Es macht den Glück und wir waren wach und durch den Spruch, den sie da sprach. Es macht den Glück und wir waren wach, sie da sprach. Es macht den Glück und wir waren wach und wir waren wach, wenn sie da sprach. Es macht den Glück und wir waren wach, sie da sprach. Wenn sie da sprach, es macht den Glück und wir waren wach und wir waren wach, wenn sie da sprach. Es macht den Glück und wir waren wach, sie da sprach. Wenn sie da sprach, es macht den Glück und wir waren wach und wir waren wach, wenn sie da sprach. Es macht den Glück und wir waren wach, sie da sprach. Wenn sie da sprach, es macht den Glück und wir waren wach und wir waren wach, wenn sie da sprach. Auf den Spruch, wenn sie da sprach. Es macht den Glück und wir waren wach. Durch den Spruch, den sie da sprach. Doch weil ihr Menschen seid, o Not, droht euch deshalb nun der Tod. Was macht ihr hier, kleine Pfeffel? Wir trinken hier ein und erweckt die Wachen. Sprecht sofort. Wir suchen den Schatz des Pharao. Ihr sucht den Schatz des Pharao. Diese Kinder suchen den Schatz des Pharao. Wie lange warte ich nun schon auf den Sucher? 1000, 5000, 4000, 3000. Schweigt! Über 2000 Jahre warte ich nun schon auf den großen Sucher, würdig eine Dynastie zu bringen. Und dann kommt ihr, diese Kinder in Faschingskostümen. Ja, aber die Prophezeiung ist Imhotep. Imhotep war ein Schwätzer. Bei der Prophezeiung hat er zu viel getrunken und ein bisschen was durcheinander gebracht. Ihr versteht? Ah, okay. So ein Loser. Ja, geht's noch, oder was? Hm? Ah, Imhotep, du bist wieder wach? Ja, wach und fit. Und nicht taub. Und außerdem habe ich noch nie zu viel getrunken. Eher zu wenig.
euch ist der Weg hier zu Ende. Ihr seid hier eingedrungen und müsst dafür büßen. Wachen, nehmt sie mit in die Wände für die nächsten 5000 Jahre. Halt! Lass die Kinder frei, Anubis! Der Pharao tut euch Moorhuhn. Die Freiheit der Kinder wirst du dir erkämpfen müssen. Das kannst du haben! Und bist du nicht billig, so brauch ich Gewalt! Das ist aus Faust! Und du! Der wehrt sich! Wehr dich doch! Das ist aus Monty Python! Ich verbeuge mich vor dir, o Pharao. Du hast gekämpft. Du hast gesiegt. Mehr noch, du hast gekämpft. Nun ja, einer für alle und alle für einen. Das ist aus die 3 Musketiere. Aber wo ist große Schatz? Ich kann nirgends sehen eine solche Schatz. Ja, Kinder, da ist kein Schatz, oder? Ja, wir sind mit Kummer, aber Schatz haben wir leider keinen gefunden. Dann seid ihr alle dem Tod geweiht. Und ich bin der neue Pharao. Und du, Tutti, her mit deiner Krone. Ungern. Meine erste Amtshandlung wird sein, euch alle am Leben zu lassen. Aber die Prophezeiung muss sich erfüllen. Wachen, ab ins Gefängnis. Halt! Bei den Dreiecken des Pythagoras, so wahr die Wurzel aus 9 3 ist, der Schatz ist gefunden. Was für alte Greis mit schwirrenden Vogel im Kopf. Kinder handeln um die Burg. Da schaut's denn. Der große Geschichtsschreiber Manetho und auch der weise Herodot berichten, dass der Schatz des Pharao kein Schatz ist, den man in die Hand nehmen kann, was immer das bedeuten soll. Aber sagen können Kinder nichts. Weil da, in dem Punkt, da irrt der Imhotep mit seiner Prophezeiung. Ja, was? Der Staatzeichner? Dann jetzt da alle auf mich los, oder was? Ich hab nie gesehen, dass es Gold ist. Ihr will mal sehen. Und jetzt los und genau zu. Diese werden den Schatz suchen. Größer als jedes Gold und Gestein ganz Ägyptens. Und vor dem Pharao ausbreiten. Wenn dieser den Schatz erkennt, dann wird er ein großer Pharao werden. Wenn aber nicht, dann wird er mit den Fremden sterben und der Thron auf seinen Messias übergehen. So hab ich's. Nun, Pharao, du zeig uns, ob du einen Schatz erkennst. Hab's befürchtet. Ja, natürlich! Das ist es! Ihr Kinder habt doch eure Schleue im Hotel von den Toten erweckt. Mit eurem Zusammenhalt habt ihr das Krokodil bezwungen und mit Mut seid ihr hier
in den Tempel gekommen. Auch ich bin nicht faul auf meinem Tempel herumgesessen, auf meinem Thron. In meinem Tempel. Bin da nicht faul herumgesessen, sondern habe mich auf dem beschwerlichen Weg durch die Wüste gemacht, hierher. Und was habe ich getan? Ich habe sogar mit einem Gott gekämpft. Wenn das kein Schatz ist, Kraft, Mut, Zusammenhalt und Kämpfe mit einem Gott, dann weiß ich auch. Und so hast du bewiesen, dass du der Gründer einer großen Dynastie sein kannst und auch ein großer, mächtiger Pharao werden wirst. Ich nehme den Fluch von deinem Land. Mögen die Ernten reich sein und die Menschen glücklich. Gesundheit zuteil werden möge. Der Liebe! Oh. Nun denn wacken! Nehmt Kapitän Tod und die verräterische Neva Olga fest und führt sie ab ins ferne Land Nubien. Sollen sie doch dort ihr Glück versuchen. Aber zuerst gib mir meine Krone zurück. Im Portschnöder, das ist das Asterix. Wir machen die Säge heftig an. Los, mitkommen! Liebe Fremde, ich möchte euch noch danken, dass ihr geholfen habt, dem Pharao den Schatz zu reisen. Nun wird es aber wieder Zeit, nach Hause zu reisen, zu den Menschen, die ihr liebt. Ach, lieber Cletilius, möchtest du nicht bei uns bleiben, als mein Berater bis ans Ende deiner Tage? Es wird bald sein. Es soll dir an nichts fehlen. Ja, großer Pharao. Früher habe ich ja geglaubt, dass die Ägypten über alles lieber tät. Aber meine Seferina, die Liebe halt schon viel mehr. Das ehrt mich, das Angebot, Pharao, aber ich will lieber rum zu meiner Frau. Das ehrt dich wirklich, weiser Quintilius. Wenn du etwas liebst, lass es frei, kehrt es zurück, gehört es dir für immer. Und ihr Kinder wollt ihr auch heim? Oh ja, unbedingt. Endlich wieder zu dem Computer. Und ach, endlich stand aber wohl. So sei es. Bilde deinen Kreis um die Pyramide. Nubis rank Skeleton, Schnofis bat Gihal Tempo. Nubis ist das Ende. Nennet den Anfang, und ihr seid verloren. Anubis! Nun denn, so macht's gut, ihr Lieben. Kommt gut nach Hause, wo immer das ist.
uns da sein. Lass uns die Zeiten verschmelzen, was gestern war, wird heute. Darf ich mein Leben lang im Herzen, denn ich kann leben, alle Zeit. Nubis angerito, Nobis vat Kika-Jugendkomponistenwettbewerbs. Nubis ist das Ende. Nennet den Anfang, und ihr seid verloren. Anubis! Lasst uns die Zeiten verschmelzen, was gestern war.